Hallo Lodi, willkommen zu einem neuen Let's Play and Talk Disco Elysium. Heute am Tag der Aufnahme ist es Montag, der 19. September 2022, 18:37 Uhr und ja, eigentlich war wieder mal was anderes geplant, denn ich wollte den Stream on Tape nachholen, der ja eigentlich gestern kommen sollte, aber ich habe das ja kurzfristig geändert, wegen aktuellen Anlässen. Und ja, aber das nächste Stream on Tape wird halt ein bisschen ausführlicher, denke ich. Und das wollte ich dann auch nicht so, wie soll ich sagen, so, ja, übers Knie brechen einfach. Und deswegen gibt es heute Disco Elysium, damit ihr am Dienstag auch was zu gucken habt. Will euch ja auch nicht ohne Video da lassen. Und ja, ich hoffe nur, dass ich jetzt hier weiterkomme, weil ja, wir sind hier immer noch in Reverscholl West unterwegs. Haben Morel gefunden, vor 2 Folgen schon. Sind jetzt ja, Käferjäger, beziehungsweise Kryptidenjäger. Wir müssen Fallen absuchen. Ja, müssen wir dann mal gucken. Ja, das Problem ist, dass wir jetzt mal wieder ein bisschen Zeit totschlagen müssen. Ja, wir müssen die Fallen überprüfen. Ja. Mit der können wir jetzt nochmal reden. Also wir könnten schon mit ihr reden, aber die hat uns nichts zu sagen. Wir müssen erst den Nachtclub eröffnen. Und wir müssen das Eierkopfrätsel noch. Und mit Neut müssen wir uns noch synchronisieren. Und ja. Wir müssen Sona noch überzeugen, ja, dass sie zusammenarbeitet mit den Ravern. Wie sieht das ja aus? Superstar-Bulle, apokalyptische Bulle nur 1. Bedauernder Bulle, huiuiui. Guter Bulle, böse Bulle 16. Gelöste Fälle. Jahre im Dienst 18. Getötete Person 3. Kommunist. Ja, so, wir müssen auch noch die Unterschrift besorgen. Wir müssen noch Titus überzeugen, aber das... So, hier können wir erst dann halt morgen anrufen. Ja, ich wollte mit dem Raucher dann noch sprechen, im Apartment-Komplex. Aber der ist ja auch erst ab 21 Uhr da. So, ich bin hier. Ja. Oh, ich kann sogar reisen. Also, warum sehe ich das jetzt erst? Ja, nie drauf geachtet. Aber nee, schnellere Reisen sind für den Arsch. Ah. So, hier ist ja die Kirche. Dann sprechen wir jetzt einfach nochmal mit der Sona, würde ich sagen. Gucken, ob wir hier noch irgendwas machen können. Jo, so. Wo ist sie denn? Da steht sie noch immer an ihrem Rechner. So. Yes, what is it? Was wäre, wenn sie gar nicht gehen müssten? Ich habe mit André gesprochen. Er will eine Lösung finden. I don't want to make anything work. Was? Moment. Sie wollen gar keine Lösung finden? Yes, anything. I don't want to make anything work. Oh, was denn für eine... It's not the anodic dance music that's made her bitter. It's the failure of Fortress Accident. Sind Sie verbittert, weil Ihr Funkspielprojekt gescheitert ist? That's right. If we couldn't get our Welkins to happen, I don't want anything to happen.
ever again. Och, Mädchen, ey. Jetzt. There's not a trace of irony in her voice. She means it. Suggestion, du überzeugst sie davon, mit dem Raven zu kooperieren. Ja, ich kann es halt probieren. Easy. When her research is done, she can move out. Wegen Ihrer Forschung. Sie haben vorhin erwähnt, dass es nicht so gut läuft. Vielleicht kann ich ja behilflich sein. What? No, I don't really need any help with the project. Aber wenn ich Ihnen dabei helfen würde, das Projekt abzuschließen, dann müssten Sie nicht weiter in einer Kirche und neben den ganzen Bum-Bum leben. Denken Sie darüber nach. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offsite copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory and I'm unable to go and fetch it myself. Ist dies das Filmament, nach dem Sie suchen? Ich zeige den Produktionsplan. No, that's the production schedule you stole and accessed without authorization. I don't need it. In his defense, it was simply lying in the desk drawer of an abandoned cubicle. Okay, but still, Das ist eine externe Kopie und wofür benötigen Sie die? it's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. Ja, She's making it extra simple for you. ja, die hält mich für doof. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Hold on. If it's called an off-site copy, then why is it still on-site? Wenn es sich um eine externe Kopie handelt, warum ist sie dann noch dort? Oh God, not this again. It is not on site. It is in the basement. Perfectly safe and not connected to the front at all. Ja, wo ist es dann? Basement? Sounds like it's technically still on-site. And no, taking it outside the building wouldn't have protected it from the data loss. There's nothing wrong with keeping the backup in the basement. What happened was a freak accident that has nothing to do with how the backup was stored. We clear? Sie starrten mich an. Ihr Blick ist flehend und wütend zugleich. This is clearly a painful topic for her. She must have had to explain herself numerous times. Okay, meinen Sie mit alter Arbeitsplatz das Studio von Fortress Accident im verfluchten Gewerbeblock? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Ja, ich weiß. Ich war schon einmal im verfluchten Gewerbeblock. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. Wo ist die externe Kopie genau? Hat sie doch gerade gesagt. In the giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offside copy from the ice bear. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying, Ich habe am Eisbärkühlschrank einen Zettel gefunden, darauf stand, dass die externe Kopie an einen sicheren Ort gebracht wurde. Wait. A note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Dort stand, die externe Kopie sei zu einer Eismaschine in der Nähe gebracht worden. Ein gewisser Sulislav hatte den Zettel unterschrieben. Zawiza. Of course. Our project lead, Suliswov Zawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep, and the Valley of the Heads. Ugh. Like it would have made a difference. The offsite copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Okay. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. Ich habe die Eismaschine gefunden, aber ich konnte sie nicht öffnen. Sie ist vollkommen zugefroren.
this is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. Man, sei mal nicht so zickig, Frau. There's a solution, but she doesn't want to hand it over to you yet. It's a thing. Something she holds dear. Okay, na gut. Ich gehe die externe Coupé suchen. Thanks. Sie überlegt einen Augenblick und greift anschließend in den Funkcomputer. Sie reicht ihr eine Art dimensionierte Brechstange. And here's my Qualsund multi-tool. You might need it to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. Okay. It hurts a bit for her to say this. She's not too happy to be parting with the Qualsund. Okay, ich lasse ihn in Ruhe weiterarbeiten. Sehr schön. Gut, dann können wir hier auch schon wieder raus. Gut. Dann mal raus hier. Ja, ich soll ja nicht so viel rennen, sonst regt sich der Kim wieder auf. So. Ja, dann wird er nicht mal doch schnell reisen. Ja, ich bin ja normalerweise nicht so der Fan von. Da sind die Fischerhütten. Da ist der Hangman. Auf dem Viertel von Martinez. So, da ist mein Auto. Dann geht's da lang zum Bücherladen. Flitzen wir da mal schnell hin. Die Kleine steht da immer noch. So, und wieder rein hier. Ja, ich kann ja eigentlich da so rein, ne? Ich war ja schon mal da drin. Warum soll ich da nicht nochmal reingehen können? Oh. Kein zurechnungsfähiger Mensch würde seinen Kopf in eine solche Maschine stecken. Ja, dann mal rein da. Ich bin immer gespannt. So. Jetzt muss ich selber erstmal nochmal gucken. Da muss ich lang. So, jetzt muss ich selber nochmal gucken. Ja, ich war hier nur einmal drin. Achso. So, Taschenlampe. Taschenlampe. So, jetzt muss ich selber noch mal gucken. Ja, das ist schon eine Zeit her, dass ich hier drin gewesen bin. Da ist die Dings. So, da ist der Bär. Und hier ist die Eismaschine. A thick layer of coal dust covers the furnace, coloring it pitch black. Hab ich den das letzte Mal gar nicht gesehen? Achso. Hab ich wohl. Gut, jetzt muss ich eben gucken, wo diese scheiß Eismaschine war. Da. Mir Love, Bro. Nee, das. Ach, ich bin... This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting.
Ich versuche den Deckel aufzubrechen. You slip your fingers under the frozen lid, but the ice is too cold for you to get a good grip. A pry bar would come in handy Ja, ich wollte nur mal or gucken. something stronger, like the Kowalson KR2 multi-tool. Didn't Sona give you a perfect tool for this kind of job? The Kvalson. You should take it out. Ja. Equip the multi-tool by going to the Tools tab in your Ja, ich weiß, inventory. Entschuldigung. Mann, die müssten mich auch nicht für die Idioten behandeln hier. Ich wollte nur gucken, das steht hier schließlich auch schon. Steht hier schließlich auch schon jetzt stundenlang rum wieder. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. 28%, wie soll ich denn die aufkriegen? Ice squeaks beneath your Kowalson multi-tool, but your fingers slip away from the tool. The lid shutters tightly as before. And it's already unplugged. There's not much else to do other than wait for it to defrost or bulk up and get stronger. Ich drehe die Eiskurbel. Turning the crank feels oddly satisfying, like stirring your childhood dreams. In the distance you hear water dripping. Na toll. Muss ich noch länger warten. Only the red cable is plugged into the breaker box, while the black one lies neglected on the floor. Zieht das auch noch ab. An electric sizzle. The room is slightly quieter now. Oh, jetzt den Kühlschrank ausgemacht. Also den großen Kühlschrank. Den Bären. The bear's eyes are dead and empty. Ice inside the fridge slowly melting. The power has been cut off. Ich untersuche eine Eisverpackung. Das habe ich schon gemacht. Ne? A friendly cartoon bear smiles back at you from a glossy cellophane wrapper. It looks nothing like the fridge. The paper still smells of vanilla and chocolate. Was hat ein riesiger Kühlschrank in der Gestalt eines Eisbären überhaupt in einen verlassenen Keller zu suchen? Good question. It looks like an ice cream fridge. Also haben sie versucht, mit diesen Hyperkarnivoren Eis zu verkaufen. Achso, das hatte ich I schon. know. What an unfortunate marketing choice. Wieso das denn? Bei Limo funktioniert das auch. At least it's not running them a loss anymore, now that you've unplugged the cable. Hier deutet das rote gewundene Kabel, das vom Kühlschrank wegführt. The fridge sits empty before you, an overindulgent wardrobe, now that the cooling systems aren't active. Scheiße. Ja, das ist doch wirklich Kacke. Ist mal ehrlich. Ach Mann. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach gewesen. Entschuldigung. Was war das? Ah, hier bin ich jetzt. Uah. Ja. So ein Scheiß. Was machen wir denn nun? Erstmal können wir die Sachen wieder aus der Hand nehmen. Was habe ich denn hier noch alles? Logik, Wahrnehmung, Schauderkörperapparat, letztliche Krawatte einlegen, Wahrnehmung, Konzeptbildung, visuelles Kalkül. Schauspielkunst, visuelles Kalkül, Kropsgeist, Zwielicht, Logik, Autorität, aber Minus. Ich habe nichts, was mir Autorität gibt. Ach ja, ich kann eben mit Dings kann ich eben sprechen. Ha!
Mit Morals Frau. So, wo ist sie hin? Da. Oh, hello, dear. There you are again. Sie klingt erfreut, mich zu sehen. Ich bin ihrem Mann an der Küste begegnet. Goodness, how is he? Did he say why he hasn't returned yet? Die alte Frau schlägt über ihre Decke die Hände zusammen. He's fine, ma'am. As we had suspected, he couldn't get back earlier because the water lock on the canal was broken. Now he's just finishing up somewhere. Oh, yes. That's my Morel. He's bound to catch a cold staying out there for so long. But I am so relieved to hear that he's okay. Thank you for putting an old woman's heart at ease, if even a little. You haven't, however. There are dangers out there. Our aging body's foul. Her heart won't rest until Morel is safely back with her. Ja, der kommt ja bald. Sie haben mir gar nicht erzählt, dass Sie die Phasmide gesehen haben. Oh, you don't want to hear about some old woman's ramblings. Doch klar, ich will es wirklich wissen. Reflexively, the lieutenant read his familiar notebook. Well, it was summer. I was building a racing track out of sand on the beach near a tall stand of reeds. Quite a tall one. Many times my height, I remember. When, all of a sudden... Moment, wo war das und wie alt waren Sie? I'm getting ahead of myself. I was 5.5 in Betancourt in the suburbs. My grandmother had a summer home there. Okay. Betancourt got bombed in the war. It used to be quite near, circa 20 kilometers from here. Was ist dann passiert? The strangest moment of my life. I looked up and one of the reeds moved. Not like a plant, but like a living thing. It stood up and looked at me. Its body unfolded like some antique toy. I've never seen anything like it. Okay. I didn't know this can happen, so I reached my arm and touched the thing. It felt just like a stalk of reed, but it moved, swaying, towering above me. After a while, 20 seconds, a minute maybe, it left, went into the reeds. Okay, sind Sie ihr gefolgt? I tried, but I was only a child. There was mud and high water. I couldn't see it anymore. I was just standing there knee-deep in mud, looking around me. Und dann? I ran back home to my grandmother and asked her if reeds could walk, and told her they were looking at me. Of course, she just laughed at me, but I knew what I'd seen. For years, it was a story I told at parties when I wanted to impress boys. That sort of thing. Of course, most people just took it as a strange, amusing anecdote. So did I, honestly. But then I met Morel. We were on our first date when I told him my story. You should have seen his face. He said my descriptions matched the phasmid down to a T. Its white marble limbs, the way it moved. Wir hatten eine Verabredung. Ja, hat sie doch gesagt. Our first, yes. Liebevoll seufzt die alte Frau. The sigh is tender. The sigh is tender, yes, but tempered by something else. A thought she can't express. Interesting. Ihre Gliedmaßen sind weiß. Not all of them, as far as I remember. Some of them, on the inside, like stalks of marble, if that makes sense. Spannend. Wie groß war sie? It's hard to say how big things are when you're quite small yourself. To
me, it seemed to be taller than I was then, but that's probably not the case. What if it is the case? Kim, was sagen Sie dazu? I thought it was a wonderful story, man. Naja, nee, ich will Sie jetzt hier auch nicht irgendwie als verrückt oder als, na, nein. Oder? Nein. Danke, dass Sie mir die Geschichte erzählt haben. You're welcome, sweetie. I do appreciate the chance to relive it whenever I get one. It was just such an impossibly sunshiny day. So warm. And she could get up and walk right into the reeds on her own, into the mud, anywhere. Ihr Mann ist also ein Wissenschaftler. Oh, yes. A zoologist. A cryptozoologist, to be more precise. Ah, das hatte ich schon mal. Das ist Kryptozoologie. It's a pseudoscience that attempts to legitimize research into mythological beasts and urban legends. Der Lieutenant klingt nicht beeindruckt. That's one opinion, yes. And people are entitled to their opinions. Ja, das ja sowieso. She's used to playing off such insults casually, but they still affect her. My apologies, ma'am. I did not mean to undermine your hobby. It's not a hobby, dear. It's a subfield of zoology, one specializing in animal species that are so exceedingly rare that many assume them to be extinct or even fictitious. Okay. Searching for such species called cryptids is difficult and often thankless, and frankly, many scientists are too lazy to do it. Universities these days are rarely interested in supporting real research. The quality of research at Revacholian universities has been on the decline, but you doubt there was ever a time when cryptozoology was embraced by the academic elite. Na gut. She's completely internalized her husband's struggles. They are her own. Suggestion. Vielleicht könnte ich Sie dazu bringen, dir etwas Cooles über Kryptoiden zu erzählen. There's really no point in manipulating anyone. She'd be only too pleased to tell you about her work. Go on and ask. Wissen Sie was, Lena? Ich würde gerne etwas über diese Kryptiden erfahren, mit denen Sie sich beschäftigt haben. Können Sie mir über ein paar davon etwas erzählen? Oh, I'd be delighted. Truth be told, I could really use the company too. One cryptid, not a couple. One. This won't turn into some kind of cryptid extravaganza. Okay, Kim, nur ein kleiner Kryptid. Versprochen. He nods and assumes a waiting posture. Cryptids, cryptids. Let's hear about all the interesting cryptids. Ooh, tough choice there. Welche Kryptid ist der größte? Welche Kryptid ist der winzigste? Welche Kryptid ist der gefährlichste? Gibt es auch unsichtbare Kryptiden? Welcher Kryptid ist der größte? That would be the giant of Kokonur. Sie sagt es, als ob das zum Allgemeinwissen gehören würde. The giant lives in the most arid parts of the vast Kokonur Desert in South Sahara, casting a strange light across the barren wastes. Moment, was meinen Sie mit seltsamem Licht? Mirage or a psychogenous luminance. Sie geht nicht weiter darauf ein, was es mit dieser Luminanz auf sich hat. Und wie groß ist er nun? No one knows for sure. It is like an awful mountain appearing from below the horizon and expanding to cover almost a third of your field of vision. Bitte was? Ist er gefährlich? The towering luminosity of Kokonur is a bad omen in local folklore. Some say it's a fata morgana, others, fate unimaginable. Hui. No animal can be that large. It's a mirage.
Ah ja. That's what makes it so peculiar. A species surviving at the very limits of scientific law. The giant of Kokonur must be the largest animal the planet can support. There are limits, you see, to how large a metabolism an ecosystem can beget. Some say a gravity anomaly below the Kokonur desert might allow the creature to grow to these gargantuan sizes. Ja gut, aber dann müsste es doch schon mehr Sichtung gegeben haben. Gravity anomaly? Digging it. Digging this parascientific stuff right here. Ja, ich habe ja versprochen, nur ein Kryptiden. Außerdem ist die Zeit auch jetzt um. Das war wirklich sehr informativ. Leider müssen wir jetzt über etwas anderes reden. Ich schließe das Thema ab. Of course, dear. Das wäre vorerst alles. Jo, ab jetzt ja auch alles. Gut. Ja, dann haben wir das ja auch schon wieder geschafft, die Folge. Und sind, ja, ein bisschen weiter. Wir haben jetzt ja die Runa überzeugt. Was heißt überzeugt? Aber wenn wir dieses blöde Filmament finden, dann, ja, dann wird sie ja fertig sein bald und dann können die Raver starten. Gut. Alles klar. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre nice. Teilt das Video, wenn ihr möchtet. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dahin. Alles Gute, bleibt gesund, bleibt sicher. Bye bye, euer Toby.